Wie ist der Prozess vom Projektangebot bis hin zur Projektabrechnung im Cloud ERP HVX 360? Ich bin Inga von S&S Software Partner und heute zeigen dir Michael und Dirk das Projektcontrolling in HVX 360. Ja, danke Inga. Hallo Michael. Hallo Dirk. Wir haben uns vor 3 Jahren mal das Projektcontrolling angeguckt. Da hat sich natürlich ein bisschen was getan. Und wir wollen heute einmal so den Prozess vom Projektangebot zur Projektabrechnung, Projektbilanz uns anschauen. Gerne. Du hast dafür unseren Demomandanten vorbereitet. Aber vielleicht sollten wir zuerst mal sagen, für wen ist eigentlich das Projektcontrolling, für wen ist die Projektbuchhaltung da? Wer benutzt die und wofür benutzt man die? Also Projektcontrolling sollte jeder einsetzen, der irgendwo mit Dienstleistungen zu tun hat und diese zur Abrechnung bringt. Natürlich auch für Materialien, für Artikel, die versendet werden. Also grundsätzlich kann es jeder einsetzen. Primär haben es die Firmen im Einsatz, die viel mit Dienstleistung, Serviceleistung zu tun haben im Einsatz. Ja. In der Praxis erleben wir das grundsätzlich so bei Agenturen, IT-Unternehmen, komplexe technische Anlagen, die eingerichtet werden sollen. Das ist so ein ganz typischer Kontext. Ne? Es geht auch weiter bis zum Maschinenbauunternehmen, wo dann hinten raus Serviceverträge laufen und darüber gemonitort werden, weil man ja schön, die Kosten im Gegensatz zu den Umsätzen auch darstellen kann. Ja. Das sehen wir gleich noch im Projektcontrolling. Vielleicht eins der großen Highlights ist, dass man eigentlich mit Best Practice heraus aus der Verkaufschance direkt entscheiden kann, was für ein Angebot möchte ich denn unterbreiten. Dann gehe ich über das Verkaufsangebot oder steige ich direkt im Projektcontrolling-Angebot. Ja. Dann wechseln wir jetzt mal auf dein Bildschirm. Wo sind wir jetzt hier? Wir sehen hier die Übersicht aller Projektangebote, in diesem Fall selektiert auf alle offenen, also noch nicht abgeschlossenen. Da können wir direkt mal in eins reinspringen. Was wir hier auf einer Sicht sehen, sind hier die verschiedenen Tabreiter im unteren Bereich und im oberen Bereich. Wem unterbreite ich denn überhaupt das Angebot? Benutze ich eine Vorlage, benutze ich keine Vorlage? Ja, das heißt, da nehme ich jetzt schon mal ein bisschen was mit. Wir können Vorlagen haben. Wenn wir eine Art von Projekt wenn sich das immer wiederholt, erzeuge ich eine Vorlage. Verstehe ich das richtig? Das ist völlig korrekt. Ich sag mal, aus unserer Sicht so ein klassisches Einführungsprojekt einer ERP-Software ist ja ein Projektplanungsworkshop. Das Ganze geht in die Analyse, geht in die Konfiguration bis zur Implementierung und dann zum Abschluss. Das wären so klassische Aufgabenpakete, die wir in der Vorlage packen können, die wir schon mit Artikeln und Dienstleistungen versehen können. Und sowas lässt sich immer wieder schnell verwenden. Das heißt, ich habe eventuell auch mehrere Versionen eines Projektangebots und entwickle das immer weiter. Genau. Ja? So, wir haben ja jetzt hier schon ein Projektangebot. Vielleicht erklärst du mir mal ganz kurz, was wir sehen. Also ich sehe hier einen Kostenvoranschlag. Also wir haben das Ganze, das Inhaltliche kommt ja schon aus der Verkaufschance bei der Wandlung zum Projektangebot. Wir sehen hier die Tabreiter Kostenvoranschlag. Das ist im Prinzip das Monetäre, was ich als Angebot versende, gegliedert nach Projektaufgaben. Ja. Zu jeder Projektaufgabe entstehen später Tätigkeiten. Ja. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Tabreiter. Vielleicht ganz kurz. Die Aufgaben, ganz kurz. Ja. Die Aufgaben. Und zu jeder Aufgabe, eigentlich müsste es andersrum stehen, zu jeder Aufgabe gibt es anschließend Tätigkeiten bzw. einen Kostenvoranschlag, was in einem Angebot mündet. Wo zieht denn jetzt dieses Angebot die Preise her? Muss ich die bei jedem Projekt hinterlegen oder gibt es eine feste Regel, welche Preise er nimmt? Oder wie bin ich da? Die Anforderungen sind ja doch sehr unterschiedlich von den Unternehmen, ne? Ja, klar. Zum einen, wenn ich aus der Verkaufschance komme, werden die Preise aus der Verkaufschance übergeben und danach ist es sehr, sehr granular einstellbar und konfigurierbar, das ganze Modul Projektcontrolling, wo denn die Preise herkommen sollen. Ja. Hier sehen wir jetzt in diesem Beispiel, dass mit Artikeln gearbeitet wird. Ja. Da könnte ich definieren, dass meine Verkaufspreise aus dem Artikel kommen. Ich muss hier aber nicht zwingend mit Artikel arbeiten, da kann ich es auch frei vergeben. Ich kann hinten raus aber auch das so konfigurieren, dass ich individuelle Verkaufspreise pro Mitarbeiter, der die Dienstleistung erwirtschaftet, erbringt, zur Abrechnung bringen kann, aber auch Kunden individuelle Vorlagen schaffen. Das heißt, ich habe eigentlich fast die ganze Flexibilität der Rabattierung und der Preisgestaltung, wie ich sie auch in anderen Modulen von X360 habe.
und kann darauf jetzt hier beim Projektangebot auch zurückgreifen. Genau. So, dann habe ich jetzt hier ein Angebot mit einem Gesamtbetrag von 14.338 €. Das berechnet er jetzt einfach aus den Mengen mal Stück. Da können jetzt alle Arten von Artikeln drin sein. Jetzt sind hier Dienstleistungen, da können aber auch Materialien drin sein. Ne? Genau, wir sehen hier in der dritten Zeile, bei der Implementierung wird ein elektronisches Bauteil benötigt, zum Stückpreis von 599 €. Auch das wird berücksichtigt. Da sehen wir später im Projekt auch, dass wir daraus direkt auch die Bestellung auslösen können, wenn wir das wollen, und auch dann zur Abrechnung bringen können. Also wir können es gemischt fahren. Es können Dienstleistungen, also sprich Zeiten von Menschen, von Beratern, von Servicemitarbeitern, von Installateuren gebucht und erfasst werden, als auch Materialien in Form von Artikeln. Habe ich denn hier auch ich habe jetzt mal gelernt, dass es eine Warenwirtschaft gibt, die sozusagen zentral ist. Da haben wir uns ja neulich auch angeguckt. Das heißt, wenn ich das hier jetzt als Auftrag zum Beispiel habe und wenn das beauftragt ist, dann wird auch entsprechend die Bestellung bei mir ausgelöst. Wenn ich das brauche. Ich habe aber auch gesehen, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, direkt auf dem Projekt ein Lager zu haben. Dann würde das Projekt selber diese Bestellung auslösen. Oder wie passiert das? Vielleicht sollten wir gleich reinschauen, wenn wir von dem Angebot in das Projekt wechseln. Ja. Wir können uns das live im System einmal anschauen. Normalerweise funktioniert das wahrscheinlich da oben über diesen grün auffälligen Button, ne? Wir sehen schon, wenn alle Vorarbeiten erledigt sind, dann drücke ich hier drauf und im Moment wird ein Projekt erstellt. Mit bestimmten Parametern. Da kann ich jetzt... Ich kann die Mitarbeiterstunden setzen. Ich bin eben schon mal ganz rudimentär darauf eingegangen. Kann ich speichern, ich kann das Projekt direkt aktivieren, ich kann die Aufgaben aktivieren, ich kann jegliche Notizen, die ich hier an dem Angebot habe, mit in das Projekt kopieren. Ich kann Anhänge, die ich in Dateiform habe, mit in das Projekt kopieren. Ja. Und der Rest funktioniert dann automatisch im Hintergrund, sodass ich nicht erneut manuell das Angebot in einem neuen Projekt erfassen muss. Dann hast du das jetzt aktiviert. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht schon mal in ein Projekt rein, was ein bisschen weiter im Fortschritt ist, wo schon mal Zeiten drauf erfasst sind, weil dann können wir uns da ein bisschen mehr angucken. Einverstanden? Ja, gerne. Können wir machen. Wir haben hier unter der Menüaufruf Projekte die Übersicht aller Projekte. Ja. Dann gehen wir mal einfach in ein anderes rein. Vielleicht ganz kurz zur Gliederung des Bildschirms. Im oberen Bereich sehen wir im Prinzip die Daten, die wir eben im Angebot auch schon hatten. Da ist einmal die Projektvorlage, der Kunde, die Beschreibung und globale Übersichten, wo befinde ich mich. Und dann haben wir hier jede Menge Tabreiter, die mehr oder weniger dargestellt werden können. Das hängt immer von der Konfiguration ab. Ne? Ja. Beispielsweise in Tabreiter Zusammenfassung sehen wir jetzt erstmal, was und wie ist dieses Projekt konfiguriert. Ich arbeite in diesem Projekt mit Aufgaben und Artikel. Ja. Das heißt, ich kann Zeiten erfassen, die zur Abrechnung bringen, in der Bilanz monitoren. Ich kann aber auch mit Artikeln arbeiten. Ja. Wir sehen in dem ersten Block so Kerninformationen, wer ist Projektleiter, wie ist meine Währung, will ich das Projekt auf Mitarbeiter beschränken, möchte ich mit Change-Aufträgen arbeiten, möchte ich damit nicht arbeiten. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, auch innerhalb des Projektes einen Change-Request auf den Weg zu bringen und habe dafür auch sogar einen Prozess, um eine Veränderung des Projektauftrages vorzunehmen. Genau, das ist ein Aktivierungsfeature. Wenn ich damit arbeiten möchte, dann kann ich sogar noch unterscheiden, möchte ich es einfach nur als Change vorhalten, damit man erkennen kann, es gab einen Change und was hat sich geändert. Ich kann aber auch einen zweistufigen Genehmigungsprozess noch drauf schalten, dass es erst eine Change-Anfrage gibt, eine andere Instanz das Ganze genehmigen muss und dann nochmal zum Kunden geht und dann auch nochmal eine Genehmigung erfahren muss. Dass der Kunde diese Veränderung, vielleicht Erweiterung des Projektes dann eben auch unterschreibt. Okay. Das ist sozusagen der Haupttabreiter und dann kommen jetzt eine ganze Menge Tabreiter. Ich sehe sogar hier rechts ist ein Pfeil, das geht dann noch weiter. Ne? Genau. Wollen wir die alle durchgehen? Oder ich gehe mal auf die wichtigsten ein, ansonsten würde das Kurzvideo sprengen. Wir hatten eben im Projektangebot schon den Tabreiter Aufgaben gesehen. Das ist im Prinzip genau derselbe Tabreiter. Da sind die Aufgaben drunter, unter die ich dann im Folgenden, da habe ich hier das Umsatz- und das Kostenbudget, immer Bezug zu einer Aufgabe habe. Das Umsatzbudget ist das, was ich an Umsatz erwarte, was letztendlich aus dem Projektangebot kommt. Und da sehen wir hier, an Stelle 1 übergeordnet ist die Projektaufgabe und an Stelle 2, was passiert denn dort eigentlich? In diesem Fall sind es zweimal Consulting-Dienstleistungen.
die budgetierte Menge, der Stundensatz und so weiter. Okay. Das Gleiche habe ich analog auf der Kostenseite. Ihr seht auch hier wieder, es ist immer derselbe Bezug zur Projektaufgabe. Ich habe auch hier die Artikel drin. Ich Kontengruppe Zeiten, das heißt, es werden Zeiten erfasst. Ich habe auch meine gleiche budgetierte Menge, 100 Stunden und in diesem Fall den internen Verrechnungssatz. Ja. Das heißt, ich habe nicht nur eine Buchhaltung, sondern ich habe auch ein Kostencontrolling. Auf jeden Fall. Und ich habe ein Projektcontrolling in dem Sinne, dass ich gucke, was ist geplant und was ist jetzt bisher abgerechnet und wie viele Restzeiten sind noch da. Und so dass ich eben auch schauen kann, passt das noch stimmt das noch mit meiner ursprünglichen Planung überein. Das heißt, wir machen auf der einen Seite buchhalterisch, decken wir alles ab. Und wann wird das berechnet? Gibt es da verschiedene Methoden oder wie erfolgt die Berechnung der Projektzeiten? Zeige ich dir gerne. Ja. Jeder Projektbeteiligte, in diesem Fall müssen wir mal schauen, ob das auf Mitarbeiter reglementiert wurde. Ja. Hier sehen wir zum Beispiel nur diese beiden Projektmitarbeiter dürfen generell auf dieses Projekt buchen. Das ist schon passiert und unter Aktivitäten sehen wir eigentlich die Buchungen, die bislang eingelaufen sind. Okay. Wir sehen hier 2 freigegebene Zeitbuchungen auf unterschiedliche Aufgaben mit Datum und der entsprechenden Zeit. Buchen können ganz normale HFX 360 User, aber auch Light-User, ne? Genau. Und die können buchen über X360, über das Portal und über die App, oder? Die können einmal über die Software selber buchen, natürlich, und auch über die App. Okay. Wenn ich das zur Abrechnung bringen möchte, habe ich auch hier immer die unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeit, dass ich das manuell abrechne. Das heißt, ich monitore und ich möchte zu einem beliebigen Stichtag abrechnen. Ja. Ich kann nach einem Fortschritt abrechnen oder ich kann es einfach periodisch abrechnen, sprich zum Monatsultimo, mit Genehmigungsprozessen, ohne Genehmigungsprozesse. Auch hier steht ein riesen Blumenstrauß an Auswahl- und Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Okay. Wenn ich letztendlich hier manuell jetzt einmal die Zeiten zur Abrechnung bringen möchte, wie anders zu erwarten, in das grüne Feld drücken. Dann sehe ich hier erstmal die Vorschau, wie gewohnt im X360 erstmal vorläufig, was denn hier berechnet werden würde. Ich die Vorläufigkeit aufhebe und freigebe. Das mache ich jetzt hier in diesem Fall, weil ich für alles freigeschaltet bin. Da kann man natürlich auch wieder ein 4-Augen-Prinzip hinterschalten, dass unterschiedliche User freigeben müssen und genehmigen müssen. Das heißt, meine Mitarbeiter buchen auf diese Zeiten, erfassen eventuell auch noch irgendwelche Kommentare oder Texte dazu. Ja. Und dann kann ich nachher eine Abrechnung erzeugen, wo diese ganzen Zeiten drauf sind, eventuell noch mit einer Anlage, wo die Gesamtabrechnung da ist, oder eine monatliche oder nach Fortschritt, und eine Anlage, wo dann drin steht, was die gemacht haben. Genau, der klassische Tätigkeitsnachweis mit, wie es auch immer gewünscht wird, mit Datum, Stunde oder Uhrzeit von bis und den beschreibenden Text, was ist denn eigentlich passiert. Ich sehe jetzt hier im Projektcontrolling gibt es eine Bilanz. Das ist ja eigentlich gefühlt doch unüblich. Was ist damit gemeint? Was hat es damit auf sich? Wir waren eben schon mal in dem Tabreiter Umsatzbudget und Kostenbudget. Ja. Die Bilanz spielt eigentlich beide Bereiche aufeinander. Das heißt, im oberen Bereich sehen wir alles, was an Erlösen gelaufen ist, und im unteren Bereich sehen wir alles, was an Aufwand gelaufen ist. Wir sehen hier die Zeitbuchungen, die sind mit den internen Verrechnungssätzen schon eingeflossen. Ja. Wenn jetzt die Rechnung final freigegeben werden würde und dann im System gebucht wird, dann sehen wir auch hier im oberen Bereich unter den Erlösen die in Rechnung gestellten Erlöse, sodass wir immer einen Gesamtüberblick haben, auch über die Effektivität und das Fortschritt des Projektes. Ich kann aber auch darüber natürlich prüfen, ob ich überhaupt Geld verdiene mit diesem Projekt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das sieht ja fast so aus. Ne? Macht auf jeden Fall Sinn. Wichtig dabei, was man einfach vielleicht auch mal an dieser Stelle nochmal sagen kann, was wir hier im Umsatzbudget sehen, sind die erwarteten Umsätze. Ja. Jetzt kann es ja sein, dass sich unterschiedliche Service-Mitarbeiter oder ich schicke einen Installateur oder einen Meisterinstallateur raus, vielleicht hat er unterschiedliche Sätze, die abgerechnet werden sollen. Auch dann habe ich die Möglichkeit, über die sogenannten Preistabellen einzelne Verkaufssätze der
der Mitarbeiter zu definieren, die dann zu unterschiedlichen Abrechnungen führen. Das ist dann nicht mehr ein Standardpreis ist von 180 € die Stunde, sondern wirklich unterschiedlich. Und daher ist es halt wichtig, dass, wenn die Zeit gebucht wird und abgerechnet wird, in der Bilanz diese Gegenüberstellung dann zu sehen. Okay. Das heißt, wenn ich einen Installateur rausschicke oder irgendwie einen Techniker, dann zieht der bei den Kosten genau meinen internen Satz für die Kosten für diese Person und den entsprechenden Preis dazu und dann, je nachdem wie das vereinbart worden ist, und das fließt dann auf der anderen Seite eben in die Kosten, in die Erlöse und in diese Bilanz, in die Projektbilanz mit ein. Okay. Ein schöner Überblick. Dann ist es also so, dass wir eigentlich eine abgeschlossene Buchhaltung haben, wenn man so will, wie so eine Art Nebenbuch auf jedes Projekt. Das kann man so sehen. Letztendlich erfolgen die Buchungen schon im Kernsystem, automatisiert natürlich. Ja. Und du sprachst eben auch nochmal, wenn ich aus der Auftragsverwaltung etwas bestelle oder aus dem Projekt heraus bestelle, dann gibt es immer 2 Wege. Darum hatte ich eben gesagt, lass uns das im Projekt nochmal anschauen. Mit den Materialien? Genau. Okay. Ja. Wir haben aus jedem Projekt immer die Möglichkeit, wenn ich denn mit Materialien arbeite, hier manuell eine Bestellung auszulösen über genau den Artikel, den ich hier vorne mit angeboten habe. Ja. Oder ich gehe den anderen Weg, gehe über die klassische Warenwirtschaft, löse eine Bestellung aus und schaffe die Verbindung zu genau diesem Projekt. Ja, okay. Ich kann also beide Wege gehen, sie sind dann miteinander verknüpft und werden hier auch dargestellt und auch in der Bilanz mit angezeigt. Ja. Das heißt, ich meine, teilweise hast du ja auf so einer Projektbaustelle oder wenn du irgendeine Art von Projektgeschäft hast, hast du ja auch vielleicht ein anderes Lager oder eine andere Lieferadresse und so weiter. Das kann dann im Endeffekt alles dem Projekt zugeordnet werden. Wenn du das nicht brauchst und das über die normalen Bestellweg läuft, dann gehst du über die normale Warenwirtschaft wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, prima. Ein schöner Überblick, Michael. Danke dir. Ja. Ja, dann Gerne. Viel Neues und dann zurück zu Inga. Tschüss. Tschüss. Hat dir der Überblick zum Projektcontrolling gefallen? Dann hinterlasse gerne einen Like zum Video oder abonniere unseren Kanal, damit du auch künftig unsere Videos zur HVX 360 mitbekommst. Bis zum nächsten Mal.